Hallo meine Lieben, in diesem Video werde ich mit euch gemeinsam ein SEO-Quiz versuchen. Das SEO-Quiz ist von Seobility. Ich selber kenne die Fragen nicht und bin sehr, sehr gespannt, ob ich alle diese SEO-Fragen kenne. Ich lade dich natürlich auch ein, bei dem Quiz mitzumachen und deine Antworten zu notieren. Wie viele Fragen hättest du denn gewusst? Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass ich ein, zwei Fragen doch richtig beantworten kann. Also, los geht's. Quiz starten, Quiz Teil 1. Bin gespannt, wie viele Teile es überhaupt gibt. Na gut. Was sollte laut Google das wichtigste Ziel jeder Website sein? Auf jedes potenzielle Google-Update vorbereitet sein, eine schnelle Ladezeit auf allen Geräten oder eine gute User Experience? Manche Entwickler würden sagen, eine schnelle, gute Ladezeit auf allen Geräten. Das habe ich letztes Mal auf einer Konferenz gehört. Meiner Sicht eine gute User Experience. Google kann zwar verschiedene Dateiarten indexieren, aber Textcontent ist immer noch die beste Option, um sicherzustellen, dass Google deine Inhalte versteht. Dateiarten indexiert, aber Textcontent ist immer die beste Option. Ob Textcontent, ein PDF zum Beispiel, ist ja nicht die beste Version, ist aber auch ein Textcontent. Da fehlt ja irgendwie, dass das ja eine HTML-Form ist, ja oder nein. Ich würde aber schon sagen, dass Text einfach, es klingt am richtigsten, vielleicht ist es eine Stolperfalle. Google-Richtlinien, okay. Wie kannst du Google dabei helfen, den Inhalt deiner Seite zu verstehen? Das erste Mal nicht, glaubt man vielleicht, aber das hat mit Keywords nicht unbedingt was zu tun. Stellen Sie sicher, dass wichtige Elemente wie Titeltext und Alt- Aussage und inhaltlich zuzuordnen sind. Okay. Hinterlege für jede Seite eine Zielkeyword in der Google Search Console. Okay, ist alles Blödsinn. Und zwar einfach sicherstellen, dass man so Altattribute bei Bildern und so weiter oder bei Links, das sind ja so unsichtbare Sachen, einfach mit dabei hat. Okay. Welche dieser Faktoren können dazu führen, dass mehrere duplizierte URLs mit identischen oder sehr ähnlichen Inhalt entstehen? Tracking-Parameter, Session-IDs, muss ich jetzt kurz überlegen, es kommt darauf an, könnte sein. Filter ist so ein typisches Thema, eine hohe Anzahl an Keywords in der URL. Gar nicht. Also Filterung ist so eine typische, häufige Stolperfalle eigentlich. So, wie gut kannst du Duplicate-Content-Problem vorbeugen, wenn du mehrere Seiten mit ähnlichen Inhalten hast? Füge die Inhalte, wenn möglich, auf einer einzigen Seite zusammen. Vielleicht. Füge lediglich auf jeder Seite eine einzige Meta-Description? Eher nein. Ist das nicht notwendig, sich mit dem Problem auseinandersetzen? Das ist wieder so eine Frage, was am ehesten richtig ist. Ich würde es eher beantworten ich würde es mit Canonical Text lösen. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel Filterung habe, dann könnte ich das mit Canonical schon sehr stark lösen. Jetzt geht es aber darum, eher ähnliche Inhalte, die vielleicht wirklich nur sehr nahe beieinander sind, dann ist das einzig sinnvoll aus meiner Sicht diese Antwort, weil die zwei sind einfach blöd. So, okay, weiter geht's. Wie erkennt Google, welche Seiten einer Website relativ betrachtet am wichtigsten sind? Das erste, ich glaube, es ist eine Metrik, aber aus meiner Sicht nicht schon weit weg von alleinig. Durch eine Analyse der internen Verlinkung zwischen allen Seiten könnte sein, durch eine Analyse der Anzahl der externen Links auf jeder Seite. Welche Seiten einer Website relativ betrachtet am wichtigsten sind? Also 2 oder 3. Was ist wichtiger? Aus meiner Sicht internes Link-Building. Hätte die Seite gar keinen internen Link und nur externe Links, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Umgekehrt hat es nur interne Links, das heißt, öfter verlinkt es und hat es keine Backlinks, kann es ranken. Also aus meiner Sicht interne Links. Kann man mehrere eigentlich haben? Nein, okay, dann interne Links. Wie kannst du andere Webseiten dazu bringen, auf deine Website zu verlinken, ohne gegen Googles Richtlinien zu verstoßen? Gasteintrag anbieten und do follow ist grundsätzlich nicht erlaubt. Es ist eine gängige Praxis, aber nicht erlaubt. Indem du einzigartigen und relevanten Content, der auf natürliche Weise Links anzieht, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, Nummer 2. Ganz klar, offiziell dürfen Gastartikel keinen Do-Follow-Link tragen. Allerdings ist das gängige Praxis, fairerweise. Der Dateiname und das Alt-Attribut helfen Google dabei, den Inhalt eines Bildes zu verstehen. Welche dieser Kombinationen wäre aus Sicht vorteilhafter? Okay, also eisbär.jpg ist einmal blöd, weil da ein Umlaut drin ist. Okay, aber alt, weißer Bär, winkt in Kamera, blablabla, okay. Ja, schauen wir mal, ob der Code, die Syntax ist auch alles okay. So, John Müller, Unsplash, Eisbär winkt in die Kamera. Blöd. Und Eisbär-JPEG, weißer Bär, der in die Kamera wirkt. Okay, gute Frage, also 1 oder 3. Was meinst du? Oder wie würdest du dich entscheiden? Ich glaube, das gängigste wäre, also im Alltag ist es vermutlich 3. Jetzt ist natürlich die Frage, vorteilhafter wäre sehr wohl das hier. Schau mal, ob da ein Blödsinn drin steht. Weißer Eisbär winkt in die Kamera. Ich weiß nicht, ob da mehr nicht gleich besser ist. Ehrlich gesagt, in der Praxis macht man es so. Was nehmen wir? Nehmen wir jede Praxis. Kurze Pause. Okay, Teil 3, Crawling, Indexierung. Wie kannst du das Crawling deiner Website durch Google kontrollieren?
Das Crawling kann ich grundsätzlich kontrollieren durch die robots.txt. Dort kann ich nämlich sagen, du darfst das nicht crawlen. Und was passiert mit Inhalten, die in einer robots.txt-Datei unter Disallow gelistet werden? Die URLs, die sind, werden aus Google-Aussicht entfernt, weiß ich nicht. Google schließt die Datei von Crawling aus, aber die URLs können weiter in der Suche entwickeln. Ich glaube das, also es gab ja so, die PayPal-Login-Seite war auf Disallow und trotzdem hat Google sie dann aufgenommen. Google darf dies nur nicht crawlen und somit nicht lesen, die Seite. War ein sehr interessantes Phänomen. Das passiert halt auch, also sprich, dass einfach die Inhalte, wenn du es auf Disallow setzt, am wahrscheinlichsten oder am ehesten nicht in die Google-Suche kommt oder auch da wieder rausfliegt, ehrlich gesagt. Aber ich entscheide mich mal dafür. Hälfte ist geschafft, gratuliere, bin gespannt. Schreib mal unten in die Kommentare, was jetzt so dein Zwischenstand ist oder dann natürlich am Ende, wie viele Fragen du richtig hattest. Wenn Google beim Crawlen einer Seite einen No-Index-Meta-Tag findet, wird die entsprechende Seite nicht in den Suchergebnissen gelistet. Ein No-Index, Seite nicht, das ist, kommt drauf an. No-Index bedeutet, du darfst sie dir anschauen, du darfst sie nur nicht indexieren. Jetzt ist nur die Frage, kommt es irgendwie jetzt auf eine Sonderkonstellation drauf an? Ich glaube nicht. Also sagen wir mal richtig. Wie kannst du Google dazu auffordern, deine URLs erneut zu crawlen, nachdem du Änderungen im Inhalt vorgenommen hast? Das geht nicht, weil du lädst eine Sitemap hoch, keine robots.txt. Das würde gehen. Genau. Du kannst das in der Search Console einreichen. Erneute URL-Überprüfung. Was solltest du tun, wenn eine deiner Seiten unter mehreren duplizierten URLs abrufbar ist? Genau, Canonical Link haben wir schon am Ding gehabt. Da kann ich sagen, wer das Original ist, dann hat man viele Probleme nicht. Was ist SEO Best Practice für mehrsprachige Website? Nutze unterschiedliche URLs für jede Sprachversion einer Seite. Muss ich überlegen. Leite Nutzer automatisch basierend auf die korrekte Sprachversion. Das da ist eigentlich schlecht, aber man darf mehrere Sachen machen. Okay. Weise Google durch hreflang Link-Attribute auf die verschiedenen Sprachversionen hin. Also beides. Idealerweise hast du unterschiedliche URLs für Deutschland, für Österreich, Beispiel, oder für England. Eher nach Land und nicht nach Sprache. Aber ich quatsche nicht so viel, wir drücken da einfach weiter. Gut, letzter Teil. Wie kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Google in den Inhalt deines Titeltexts als Titel für dein Suchergebnis verwendet? Die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Vielleicht. Nein. Ja. Idealerweise ist sehr oft, wenn die H1 mit dem Titel übereinstimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ist jetzt nicht das Auswahl, also nehmen wir das. Wie kannst du eine hohe Qualität deiner Meta-Description sicherstellen? Die Einzigartigkeit für jede Unterseite fest, die deine Zuhörer anspricht, oder? Okay. Dann Sterne-Emoji indem du die wichtigsten Sachen. Also irgendwie, du hast einfach eine einzigartige Description für die wichtigsten Seiten zumindest. Welches Format für strukturierte Daten empfiehlt Google, um deine Seiten für Reachable zu qualifizieren? Aus meiner Sicht JSON-LD, das wäre auch möglich, das gibt es nicht. Aber JSON-LD ist, glaube ich, die empfohlene. So, welche dieser Faktoren gehört nicht zu Googles Page Experience Ranking Faktor? Boah, Google Page Experience, HTTPS. Ich glaube schon, Mobilfreundlichkeit gehört nicht. Bounce Rate. Ich weiß gar nicht, was die Bounce Rate in dem Zusammenhang ist. Vielleicht Back to SERP oder eben, ich schaue mir eine Seite an und gehe dann. I don't know. Aber ich glaube, das ist kein. Wir probieren es aus. Wie kannst du sicherstellen, dass Googlebot auf der mobilen Version deiner Website zugreifen und diese rendern kann? Also, vermeide, dass wichtige Seiteninhalte in Abhängigkeit von Nutzerinteraktionen nachgeladen werden. Vielleicht. Blockiere die Desktop-Version, habe ich noch nie gesehen oder gehört. Verwende keine unterschiedlichen Robomotor-Tags für Mobile- und Desktop-Versionen der Website. Ich glaube das da, aber vielleicht, wie kannst du sicherstellen, dass Googlebot auf mobile Versionen zugreifen und diese rendern kann? Weil Lazy Load bedeutet ja nur, die Ressourcen sollen laden, sobald das Gerät, egal welches Gerät, Desktop oder Mobile, darüber ist, also es sichtbar ist, dann wird es halt geladen in dem Moment. Ich würde es nicht unterscheiden. Ich glaube, es ist auch kein Best Practice mehr, mobile und Desktop-Version getrennt voneinander zu haben. Das gab es ja früher, so wirklich 2 Installationen. Genau, aber ja, wir werden sehen. Welche dieser Elemente ist essentiell, um eine Website durch Responsive Web Design mobilfreundlich zu gestalten? Ich glaube, der Viewport, bin mir aber unsicher, ob die Syntax so heißt. Canonical ist Blödsinn und Vary HTTP Header ist, glaube ich, auch irgendein Schwachsinn. Der Viewport, das sind die Dimensionen und abhängig davon kannst du sagen, wie die Website ein bisschen ausschauen soll. Also, nehme ich mal das an. Also 88% geschafft. Du kannst im Link sehen, wo das Quiz ist, also mach selber durch oder wert's für dich selber aus.
Schauen wir uns mal an, was für Fragen ich richtig oder falsch beantwortet habe. So, und zwar hier. Welche der Faktoren? Ja, Tracking-Parameter können auch ein Problem sein. Also ich habe nicht ganz gecheckt, ob es mehrere Optionen gibt oder nicht. Okay, ist aber richtig. Würde ich mir aber Sorgen machen, wenn UTM-Parameter im Google-Index sind. Ah, da. Wie kannst du Crawling deiner Website durch Google kontrollieren? Ja, natürlich über die Sitemap. Ich dachte, du musstest dich entscheiden. Also, wenn ihr das nachmacht, dann könnt ihr das auch richtig machen. Und manche Fragen gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. So, das haben wir dann richtig gemacht und dann haben wir auch 2 ausgewählt. Was haben wir noch falsch? Okay. Ja, die wichtigsten Inhalte, stimmt schon, sollten da sein, unabhängig davon, was ein Nutzer macht. Das stimmt schon. Ja, okay. Also, bei 2 Fragen eine Ungenauigkeit. Glück gehabt. Ich war ein bisschen nervös, ob ich hier jetzt voll ablose oder halbwegs einen guten Job mache. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir einen Daumen hoch, schreib gerne deine Antworten und dein Feedback unten in die Kommentare und ich freue mich, dich bald wieder im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis bald.